Wie finden wir bloß den Zugang zu dieser künstlichen Intelligenz als Unternehmen? Und meine Frage ist ganz oft, mit Spaß an der Sache. Ganz simpel und einfach. Ja, und nicht mit erst 20.000 Regeln und Vorgaben und das dürft ihr nicht und dies nicht und hier nicht hochladen und dann explodiert's, sondern ganz simpel einfach mal ganz sachte rangehen. Und als Vergleich sage ich dann immer, als ich damals Programmieren gelernt habe vor einer Ewigkeit, da gibt es so ein gern genommenes Beispiel und das heißt Hallo Welt. Ja, da freut man sich einen Keks, wenn man das geschafft hat, auf dem Bildschirm auszugeben. Und dann fängst du an, daran anzubauen, den Text zu verlängern, zu verändern, Schriftgröße, Schriftfarbe. Vielleicht schaffst du es auch, den zu animieren und so weiter. Und irgendwann mal wirst du besser und dann fängst du an, das zu erweitern, Codeschnipsel zu kopieren, die zu optimieren, dann aber erst fängst du an Projekte zu denken und versuchst größere Sachen umzusetzen, dann an Performance zu denken und so weiter, das Ganze schöner zu machen, präziser zu machen. Aber wenn du es andersrum machen würdest, wenn du sofort dir das große Projekt vornehmen würdest, da würdest du sowas von scheitern, jeden Tag täglich vor der Wand rennen, depressiv werden und dir den Strick nehmen. Das heißt, es fängt immer mit Kleinigkeiten an und auf dem Weg lernst du, was machbar ist. Ja, das heißt, wenn du jetzt sagst, hier Hallo Welt, dann nehmen wir doch mal als Beispiel Hallo KI und gucken, was das Ding macht. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal in ChatGPT hier rein, das ist meine kostenpflichtige Version hier und da habe ich so ein paar Funktionen, aber in der kostenlosen kannst du alles Mögliche nutzen und dann sage ich jetzt mal Hallo KI. So, und dann sagt mir das Ding, Tag, hi, schön, dass du da bist. Schön, oder? Hat funktioniert. Ja. Und dann kann ich mir das kopieren, ich kann es liken, ich kann es mir vorlesen lassen, ich kann es auf eine Leinwand, auf eine Canvas quasi darstellen lassen, was es auch immer bedeutet. Und dann gucke ich, ach, guck mal, sogar mit Emojis hat funktioniert. Und dann frag doch einfach mal die KI, wobei sie dir helfen kann. Und hier habe ich eine nette Sache, eine Diktierfunktion. Natürlich kannst du hier draufklicken. Ist ein bisschen präziser sehr wahrscheinlich als Windows und H, aber auch das hatte ich kürzlich unter einem meiner Videos als Kommentar. Ja, dieses Windows und H ist nicht so ganz präzise und so weiter oder muss man korrigieren. Ja, mag ja sein, aber in diesem Kontext hier bei der KI ist es eigentlich so ein bisschen egal, weil wenn ich mich mit einem Menschen unterhalte und der ein wenig nuschelt, ja, oder was doppelt sagt, dann verstehe ich es ja trotzdem. Verstehe ich ja den Sinn dahinter und dann erschließt sich mir das und dann kann ich trotzdem antworten. Und genauso ist es bei einer KI. Du musst so denken, du musst dich mit dem Ding unterhalten wie mit einem Kumpel, ja, oder mit einem Menschen, der dir gegenüber sitzt. Ich weiß, es ist am Anfang ein bisschen komisch, aber so musst du das machen. Und dann sagst du einfach mit Windows und H, sag mal, wobei kannst du mir denn eigentlich ganz genau helfen? So, drückst Enter und wartest, was passiert. So. Und dann kriegst du einen Text, der kann für dich Text schreiben, der kann für dich Strukturen und Strategien entwickeln, technische Unterstützung. Und man sollte sich das ganze Zeug immer zum Schluss dann nochmal durchlesen, was der da ausgibt. Persönliche Weiterentwicklung, guck mal, direkter Business Support und so weiter. Also, das Ding kann schon eine Menge. Ja, und wenn dir das, wie gesagt, zu viel ist zum Lesen, dann sagst du hier, lies mir das mal vor. Ein Klick und schon fängt das an zu erzählen. Ja, und wenn du hier anfängst, neuerdings hier was einzugeben, sagst du Hallo, dann kriegst du auch am Anfang hier Vorschläge, das kann kann ich im neuen Chat gleich nochmal zeigen. Auf jeden Fall könntest du jetzt darauf aufbauen. Und dann sage ich, persönliche Entwicklung, ja, was denn da jetzt ganz genau und so weiter. Dann gehst du da einfach mal in die Sache einfach mal rein, ja. Und dann guckst du jetzt mal einfach mal so ein bisschen, da gibt's eine Suchfunktion, da klickst du mal drauf und dann ist es jetzt Google quasi, ja. Das heißt, jetzt kannst du da einfach Suchmaschine irgendwas eingeben, was wollen wir hier wissen, automatisieren mit Power Automate zum Beispiel, ja, drückst Enter und dann ist es jetzt quasi, jetzt zwingst du ihn zum Thema im Internet zu recherchieren, du kriegst gleich entsprechende Ausgaben, ja, zack, und dann mit Quellangaben, mit alles drum und dran, was ist Power Automate, was kannst, was willst, was darf es, ja, aber das musst du nicht unbedingt aktivieren, wenn du sagst, recherchiere bitte im Internet nach den genauen, neuesten Entwicklungen, dann geht er trotzdem ins Internet, ja, ob du das hier anklickst.
oder nicht, aber ich kann ihn explizit hier jetzt dazu anweisen, jetzt wie Google sozusagen zu denken. Ja? Und dann geht er ins Internet, guck mal, dann haben wir das, dann weiß ich, kann ich recherchieren, guck mal, sogar ein Video gibt er mir aus, ist ja toll. Guck mal, kann ich sogar ein Video hier einmal, ich glaube, jetzt wechselt er. Nee, guck mal, das gibt es ja gar nicht. Die Videos kannst du jetzt auch neuerdings ja auch in ChatGPT dir schon angucken. Ja, wunderbar. Guck mal, Quellangaben, alles hier schön drinne. Fertig und fertig ist die Sache. Wenn ich das jetzt deaktiviere, apropos Recherche, ne, wenn du im Internet nach bestimmten Themen recherchierst, gibt Deep Research, das heißt 21 Mal für 25 Euro kannst du eine Tiefenrecherche durchführen. Das heißt, du sagst ihm jetzt, mach eine Marktanalyse zu einem bestimmten Thema und dann stellt er noch mal ein paar Rückfragen und dann verabschiedet er sich für bis zu 30 Minuten und ackert alles durch, alle Quellen, alles, was er so zu dem Thema findet und macht hier einen Report. Du, da träumst du nachts von. Und da brauchen Agenturen, Menschen brauchen da Monate für, um das zu machen. Und dann kannst du weiter darauf aufbauen, sozusagen. Ja, sagen wir mal, einen neuen Chat, weil guck mal, jetzt kannst du hier Bild erstellen, nochmal anklicken und dann schlägt er dir schon mal vor, erstelle ein Bild mit Titelseite einer Zeitschrift über niedliche Tiere mit Überschrift und Text. Na, gucken wir mal, was passiert. Guck mal, da ist es. Und jetzt ist natürlich hier so ein bisschen, jetzt ist er ein bisschen abgeschnitten. Ich habe das vorhin im Test einmal gemacht, da war das komplett. Jetzt müsste es eigentlich natürlich Hochformat sein. Aber du kannst es mir jetzt versuchen, was doch einfach mal. Ich finde das Cover ja super, aber müsste es ja Hochformat sein, weil es soll ja irgendwie für eine Zeitschrift sein. Kannst du es nochmal generieren? Aber die Tiere sind ja schon mal lustig, ne? Der Hase. Ja, guck mal. Da ist es, hat doch schon mal ganz gut geklappt, sehen ja ganz lustig aus. Jetzt können wir noch mal dazu einmal zum Abschluss einmal sagen, kannst du mir bitte für dieses Magazin ein Logo generieren? Haha, guck mal, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt könntest du das ist sogar auf transparent, guck mal hier auf dem Hintergrund, kannst du einfach rausnehmen und dann hast du schon perfekt das Logo, also perfekt. Und jetzt klickst du hier so ein bisschen weiter durch und dann stellst du fest, guck mal, hier was mit Canvas, was ist das? Klicke ich mal drauf und dann sage ich, kannst du mir mal bitte für dieses neue Produkt eine Pressemeldung erstellen? Und jetzt siehst du gleich, was Canvas bedeutet. Guck mal, das ist quasi wie Ersatz für ein Word-Dokument. Jetzt erstellt er hier auf der Canvas ein Dokument. Guck mal, die Pressemeldung ist gemacht, ist erstellt. Jetzt kann ich nur noch sagen, hier über dieses kleine, rechts unten, über dieses kleine Icon da, die Länge, ob die passt, Leseniveau, letzter Feinschliff oder Emojis hinzufügen. Guck mal, lassen wir mal letzter Feinschliff hier, zack, damit es schön formatiert ist. Guck mal, da ist es schon fertig. Und so weiter, ne? Und dann so ein bisschen spielerisch hier an die Sache rangehen. Guck mal, jetzt können wir natürlich so ein bisschen weitermachen. Hier jetzt Seite neu laden, dann ist es sofort wieder alles sauber hier drinne. Das heißt, wir haben ein Dokument erstellt, wir haben ein Cover, wir haben ein Logo schon gebaut, wir haben eine Pressemeldung schon mal erstellt und so weiter. Also einfach nur ein bisschen zu klicken und zu gucken, was denn so passiert. Und jetzt können Sie natürlich hier mit einem neuen Chat, jetzt ist natürlich Klassiker oder Beispiel, E-Mails beantworten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich nehme einfach mal eine E-Mail, ich habe eine E-Mail bekommen, hier, die kopiere ich jetzt einfach mal rein und da will jemand fragen, wie man denn in Excel irgendwie Vorname und Nachname in eine Spalte einfügt. Da denke ich, ach komm, ich habe einfach aus dem Outlook rauskopiert, schick das ab und guck mal. Und dann erkennt er, dass es eine E-Mail ist und fängt an, auf diese zu antworten. Natürlich gerne. Guck mal, natürlich helfe ich dir gerne, sehr schön. Mit Lösung, mit alles drum und dran, fertig formatiert.
Kurze Frage an dich, ja, und so weiter. Das heißt, das ist fertig. Das heißt, waren jetzt irgendwie 5 Sekunden, Antwort auf E-Mail ist fertig, rauskopieren, in der Outlook einfügen, läuft. Ja, oder hier vorlesen lassen oder weitere Details hinzufügen etc. Und schon haben wir es. Oder ein Beispiel nochmal, vielleicht Daten analysieren. Guck mal, jetzt nehme ich einfach mal hier mein Windows Explorer hier und schmeiß da mal ein bisschen was an Daten rein. Ich habe jetzt einfach mal eine Excel-Datei, die schmeiße ich einfach mal rein und gucke, was passiert und sage einfach, kannst du mir mal ein bisschen hier diese Daten analysieren und mir Vorschläge geben, was ich da auswerten könnte? Und feuerfrei, guck das mal an. Und schon hat er erkannt, gleich Vorschau der Daten, läuft schon mal ganz gut. Das sind ein paar tausend Datensätze. Jetzt erstellt er sich hier selber ein Skript und guckt, was so programmiert erstmal und dann wird das ausführen und dann gibt er mir eine Analyse, was er so denken würde, was möglich ist. Ja, und guck mal, jetzt bräuchte ich Pivot-Tabellen und so ein Zeug, ne, zum Analysieren. Und da habe ich jetzt einfach mal die KI, einfach mal ChatGPT gefragt, was so los ist. Und denn, jetzt muss ich mir nur noch angucken, was ich gerne hätte. Umsatzanalyse, eine Effizienzanalyse, Mitarbeiter, Performance, regionale Analyse und so weiter. Und Bonusidee, guck mal. Vorhersagen, Lagerprobleme, Vorhersageanalyse, Lieferzeiten, Deckungsbeitragstrend nach Hersteller und so weiter. Was wäre das für ein Aufwand, ne? Das zu machen, alles selber in Pivot-Tabelle und Excel. Jetzt sage ich mal einfach mal nur Mitarbeiter-Performance. Mich interessiert ja so ein bisschen die Mitarbeiter-Performance. Kannst du auch zusätzlich einfach mal so ein bisschen die Umsätze auswerten, absteigen, sortieren und als ein Säulendiagramm ausgeben. Zack, wird es jetzt wieder gleich programmiert und ausgewertet und dann haben wir das. So, und wir haben uns jetzt gesteigert, wie gesagt, von einfach mal klicken, einfach mal Hallo KI, was kannst du, was willst du und schon so viele Dinge gemacht. Und guck mal, einfach mal hier auf das draufklicken und schon habe ich quasi ein animiertes Diagramm. Schon funktioniert das und Umsatz und Mitarbeiter und so weiter. Jetzt könnte ich sagen, das Diagramm kann ich mir jetzt hier runterladen und verwenden. Ich könnte jetzt auch sagen, exportiere jetzt das und das nach Excel oder eine PDF-Datei oder sonst was. Also einfach nur mal paar Daten reingeschmissen und Fragen gestellt. Du unterhältst dich mit der KI über diese Daten, ohne dass du wissen musst, wie das da jetzt genau passiert und was er da genau mitmacht, sondern es passiert einfach. Ohne Pivot-Tabellen, ohne Excel, ohne gar nichts. Das kann das Ding. Und zu guter Letzt kannst du dich natürlich logischerweise hier mit unserem Freund hier unterhalten. Audiomodus, ja, das hatte ich jetzt schon öfters in Videos gezeigt, deswegen hier lassen wir es jetzt einfach mal weg, aber übers Handy geht das noch ein bisschen besser. Zum Thema mit dem erweiterten Audiomodus unterhalten. Ich habe hierzu sogar einen eigenen Podcast gegründet, um das jetzt mal wirklich mal auf die Spitze zu treiben. Und das kannst du mal angucken. Der Podcast heißt Hallo KI und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit ChatGPT über irgendwelche Themen, die gerade aktuell sind. Kannst gerne mal reingucken in das Ganze. Ich wollte nur mal so ein bisschen dich jetzt hier mal vielleicht so ein bisschen animieren. Einfach mal, hab doch mal Spaß und geh da einfach mal in ChatGPT rein, guck dir das an, gib irgendwas ein und steiger dich einfach mal. Guckt, wie der Prompt hinterher funktioniert, die Anweisung an den Bot. Natürlich, wenn du hinterher so ein bisschen Erfahrung hast, dann weißt du, wie der Bot reagiert und was er gibt und was nicht. Und aber diese ganzen im Internet, was da so rumkursiert, ich habe für dich die 200 perfekten Prompts und so weiter. Ich finde, das ist kompletter Quatsch, weil dann brauchst du länger, um den Prompt herauszusuchen aus der Liste, wie das Ding an sich selber zu machen. Denk einfach, das ist ein Mensch, mit dem du dich da unterhältst. Ich weiß, es ist gruselig und komisch am Anfang, aber denk dran, du unterhältst dich mit einem Mensch und du kannst dem Bot sagen, agiere bitte in der Rolle und dann bekommst du auch einen anderen Output. Die Sache ist die, einfach mal Spaß und mit Freude an die Sache rangehen, probieren und du wirst merken, du wirst mit jedem Prompt, mit jeder Nachricht, die du an den Bot schickst, wirst du besser
und schneller und produktiver, aber erwarte nicht dieses große Killer-Ding von Anfang an. Dann wartest du bis zum Nimmer, wie heißt das? Wartest du unendlich, ja, und das passiert nicht, sondern klein anfangen und sich steigern. Ja, ich würde sagen, probier es aus, hab Spaß und bis zum nächsten Video und tschüss.